Mahlzeit, liebe Sportskameraden und Sim-Racing-Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal Next Level Sim VR Racing. Heute sind wir unterwegs auf dem Norrisring mit der DTM 91 im Streckenlayout von 2,3 Kilometern in der Zeppelinstraße in Nürnberg. Wir haben hier 4 Kurven. Zum einen die Alpha-Kurve T1, die jetzt gleich kommt. Scharf anbremsen, runter in den ersten, schön einlenken und langsam wieder beschleunigen am Apex. Dann geht es runter zu T2 und danach kommt schon direkt die links eine T3, auch die Wall of Shame in Fahrerkreisen genannt, denn hier hat sich schon so manch ein Champ und Profi verewigt. Wenn du hier nicht den richtigen Bremspunkt, Einlenkpunkt oder Beschleunigungspunkt findest, dann war es das. Generell ist diese Strecke eine große Herausforderung, auch wenn sie nur 4 Kurven hat, denn wenn du hier nicht den Schwung richtig mitnimmst, den Einlenkpunkt bzw. Bremsbeschleunigungspunkt verpasst, dann bist du ganz schnell weg vom Fenster und kannst ja deine Kontrahenten den Rest des Rennens schön von hinten betrachten. Heute sind wir im schönen Sauwetter, Regen unterwegs, macht auch richtig Laune hier bei R-Factor 2 und ja, wie gesagt, der Norrisring ist ein Stadtkurs, findet alle Jahre wieder mit der DTM statt und heute, wie gesagt, mit einer meiner Lieblingsmods, oder die DTM 91 avanciert immer mehr und mehr zu einer meiner Lieblingsmods. Je mehr ich mich damit beschäftige, je öfter ich fahre, desto mehr verstehe ich das Handling und wie sie angefasst werden wollen. Und umso mehr macht das auch viel mehr Spaß. Sollte unbedingt jeder mal für sich selbst austesten. Denn was der Tamash hier auf die Beine gestellt hat, sind wirklich sehr, sehr faszinierende, detaillierte Fahrzeuge. Und wer kennt die gute alte DTM der 90er nicht, wo ich zum Beispiel als 10-jähriger Lausbub immer vom Fernseher gesessen habe und mir auf RTL die Rennen angeschaut habe. Mit Namen wie Ludwig, Schneider, Reuter, Lohr oder unser Striezel Stuck. Da klingelt es doch den meisten in den Ohren mit solchen Legenden. Und ja, wie gesagt, das Streckenlayout besteht aus 4 Turns. Jetzt sind wir gerade in Turn 2, Turn 3. Jetzt geht es die lange Gerade runter bis zur T4, der Dutzendleichkurve. Auch sehr schwer zu nehmen. Hier muss man exakt den Bremspunkt finden und dann sehr, sehr spitz einlenken. Und hier musst du aufpassen, dass du nicht dich rausdrehst beim Beschleunigen. Gerade im Regen ist das eine knifflige Sache. Aber ist auch eine wirklich geile Challenge. Und ich habe richtig viel Spaß gehabt bei dem Rennen hier. Natürlich wieder ein Track von Tobi und Digger zur Verfügung gestellt. Die zwei habe ich ja des Öfteren schon mal vorgestellt. Und wenn man sich die Qualität der Strecke anschaut, absolut geil. Der Streckenbelag fühlt sich super an, sehr bumpy, auch sehr rutschig, besonders hier nach T2. Die T3 wieder, die Wall of Shame. Hier musst du wirklich vorsichtig auf der Bremse und dem Gaspedal sein und den richtigen Einlenkpunkt finden. Sonst war es das nicht. Und wenn man mal bedenkt, dass die modernen DTM-Fahrzeuge, die ja schon fast Prototypen ähneln und ohne Fahrhilfen daherkommen und auch bei so einem Sauwetter und dann noch mit DRS unterwegs sind oder beziehungsweise waren, die alte DTM ist ja jetzt Geschichte, da kommen ja auch wieder GT3-Renner, da kann ja jetzt jeder von halten, was er will, aber das zeigt schon die Qualität der Fahrer von der damaligen, von der alten DTM. Ohne Fahrerhilfen auf dem absoluten Topspeed mit DRS diese Strecke entlang zu ballern, da musst du schon was können und leicht einen an der Palme haben. Ne? Ich bin selbst heute mit dem Evo 190 unterwegs. Ich habe hier ein bisschen zusammengeschnitten und nur die Highlights präsentiert, denn ich will euch auch nicht zu Tode langweilen mit 15-20 Minuten langen Rennen. Ich will euch nur mal einen kleinen Eindruck davon hinterlassen, was R-Factor 2 hier so zu bieten hat, darunter den tollen Norrisring. Die AEW funktioniert hervorragend, auch bei Regen, wie ihr es hier gerade seht. Und ja, hier bin ich gerade dem Reuter am Hinterherjagen, dem DTM-Meister von 96 mit seinem Opel Calibra. Das waren noch Zeiten, Jungs. Schnell geht die Zeit vorbei. Nö. Ab diesem Jahr heißt es dann auch DTM mit GT3. Aber gut, eine Kleinigkeit noch, sehr interessant. Der Herr René Butler, der Business Manager von R-Factor 2, hat meine Fragen bezüglich unseres gemeinsamen Interviews bekommen.
Er wird sie jetzt die nächsten Tage ausarbeiten und sobald ich diese habe, werde ich das Video selbstverständlich hochladen, so schnell es geht. Und ja, das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Wenn ihr mehr Material dieser Art bezüglich Interviews haben wollt oder auch mal Interviews mit Profifahrern oder Fahrerlagern haben wollt, dann müsst ihr nur eine Kleinigkeit tun. Unterstützt mich, abonniert meinen Kanal, liked meine Videos, dass der YouTube-Algorithmus weiß, ja, dem seine Videos werden gemocht. Denn ohne entsprechende Bandbreite, die ich derzeit nun mal nicht habe, haben die großen Teams oder beziehungsweise Profifahrer auch kein großes Interesse daran, Gespräche mit mir zu führen. Oder auch Entwicklerteams von anderen Sims. Letztendlich liegt das an uns allen selbst. Man kann dies wie den Motorsport betrachten. Es ist ein Teamsport. Ohne euch werde ich nichts reißen können. Und ja, ich habe viele gute Ideen. Allerdings sind mir aufgrund der kurzen Bandbreite, die ich derzeit mit 300, noch nicht mal 300 Abonnenten habe, die Hände gebunden. Helft mir dabei, das zu ändern, damit wir noch größeren, spektakuläreren und noch mehr interessanten Content aufbauen können. In dem Sinne, meine Lieben, lasst euch nicht jeck machen von dem Geschrei meiner Kinder im Hintergrund und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.